Herzlich willkommen zurück bei Simplinomics. Das ist der Kanal, der Ihnen Wirtschaft in Kürze und sehr einfach erklärt, sodass es jeder verstehen kann. Wir haben ein aktuelles Thema, nämlich die aktuelle Wirtschaftskrise mit dem aktuellen Coronavirus. Die Frage ist, wie sind wir da überhaupt reingekommen? Wieso ist diese Krise so extrem gefährlich? Und vor allem, wie kommen wir da wieder raus? Das wird in diesem Video in Kürze und einfach beantwortet und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Ja, bevor wir einsteigen, ein herzliches Dankeschön. Ich habe also wirklich ganz liebe Rückmeldungen erhalten zu meinen Videos. Von meiner Klasse, aber auch von ganz anderen Personen. Also das war wirklich toll, per Mail, per Facebook und so weiter. Danke vielmals, das hat mich jetzt motiviert, auch dieses neue Video für Sie vorzubereiten und auch ein paar Verbesserungen einfließen zu lassen. Also wenn Sie Feedback haben, unbedingt kommentieren, dann kann ich das in Zukunft auch wieder verwenden, um die Videos zu verbessern. Jetzt, was haben wir heute für Fragen auf der Agenda? Zum einen wollen wir wissen, wie kommen wir überhaupt in eine Rezessionsphase hinein. Das ist eigentlich eine Fortsetzung vom bisherigen Video. Aber dann auch, wann spricht man von einer Depression und wann von einer Rezession? Und was sind die Unterschiede davon? Und vor allem wollen wir auch anschauen, wie kommt man da wieder hinaus und ist das überhaupt möglich? Also wie gefährlich ist diese Krise überhaupt? Das ist eigentlich die Hauptfrage dann heute. Wir würden gleich einsteigen und ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen dabei und ich hoffe, Sie können etwas mitnehmen. Die Frage ist jetzt, wie weit sind wir überhaupt in der Krise? Dazu müssen wir überhaupt verstehen, wie so eine Krise ins Rollen kommt und diesen Teufelskreis einmal aufzeichnen. Wir haben immer zuerst eine fallende Nachfrage. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger eines Landes können und wollen teilweise auch nicht so viel Geld ausgeben. Das heißt, sie kaufen weniger Güter und Dienstleistungen ein. Das führt dazu, dass die Preise sinken und die Umsätze der Unternehmen einbrechen. Das führt wiederum dazu, dass natürlich diese Firmen ihre Rechnungen nicht mehr rechtzeitig bezahlen können. Anschließend kann es zu Bankrotten und Insolvenzen kommen. Ja, was passiert anschließend? Die Firmen müssen Geld sparen, es werden also Löhne gekürzt oder Menschen entlassen. Menschen, die eine Entlassung vor sich haben oder bereits schon entlassen wurden, die sind natürlich viel vorsichtiger, das heißt, sie kaufen, auch wenn sie vielleicht den Job noch haben, weniger Güter und Dienstleistungen ein und wenn sie dann den Job erst recht verloren haben, dann noch weniger. Das heißt, die Nachfrage fällt. Und wenn die Nachfrage wieder fällt, Sie ahnen es, die Preise sinken wieder, es gibt noch mehr Zahlungsprobleme, noch mehr Bankrotte, noch mehr Entlassungen und dadurch werden die Leute noch pessimistischer, geben noch weniger Geld aus. Und jetzt merken Sie, man ist in einem Teufelskreis gefangen, diese Spirale dreht sich abwärts und wenn man nichts macht, wird das immer schneller und immer schneller. Im Moment ist das auch der Fall. Wir haben im Moment eine sehr schlechte Konsumstimmung. Die Menschen, die warten zu, wenn sie etwas investieren möchten. Das heißt, wenn sie ein neues Auto kaufen möchten, dann sicher nicht jetzt, sondern sie rechnen damit, dass das Auto entweder in Zukunft etwas billiger wird oder sie machen sich Sorgen um das eigene Budget und warten deshalb einmal zu. Meistens ist es natürlich eine Mischung von beidem. Der Detailhandel, aber auch ganz viele andere Wirtschaftszweige haben enorme Umsatzeinbußen wegen der fallenden Nachfrage, aber noch mehr, und das ist jetzt eben speziell, weil das ganze öffentliche Leben lahmgelegt ist. Also es ist gerade doppelt ein Problem im Moment. Im Moment sind bereits erste Firmen in Verzug mit den Mieten, aber auch Privatpersonen, also so weit sind wir auch schon. Zum Glück haben wir noch keine bankrotten Firmen oder noch nicht im großen Stil, aber das steht uns wahrscheinlich noch bevor. Und unsere Arbeitslosenquote jetzt in der Schweiz ist von 2,5% auf 3% gestiegen und das innerhalb von sehr kurzer Zeit. Es ist zwar immer noch tief, aber im Moment ist das ein sehr steiler Anstieg und es ist nicht abzusehen, wann dieser Anstieg dann endlich stoppt.
Also wir sind mitten in einer Wirtschaftskrise, im Moment noch in einer Rezession. Wenn das Ganze mehr als ein Jahr andauert, dann spricht man dann von einer Depression, weil sich dann diese Spirale immer schneller dreht. Also, wir sind in einer Rezession, noch nicht in einer Depression. Nochmals zur Wiederholung. Letzte Woche habe ich ein Video hochgeladen, unbedingt anschauen, falls Sie das noch nicht haben. Und zwar messen wir ja die Laune der Wirtschaft mit dem Bruttoinlandsprodukt und das über eine Zeit hinweg. Also wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, dann spricht man von einer Rezession. Jetzt, was ist das Bruttoinlandsprodukt schon wieder? Nichts anderes als die Wirtschaftsleistung eines Landes oder anders ausgedrückt, der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die dieses Land in einem Jahr oder sonst in einer Zeitperiode produziert. Das heißt also, im Moment wird weniger produziert und dementsprechend ist auch das Bruttoinlandsprodukt am Zurückgehen. Im Moment sind das etwa 6 Milliarden Schweizer Franken, das sind auch etwa 6 Milliarden US-Dollar, die pro Tag durch diese Maßnahmen verloren gehen. Und wenn man dann die nachhaltigen Schäden in der Wirtschaft noch anschaut, wird die Summe noch viel mehr sein. Also diese Maßnahmen jetzt kosten Unsummen von Geld. Das Bruttoinlandsprodukt jetzt der Schweiz, die aktuellsten Zahlen sind in US-Dollar jeweils ausgewiesen, weil man das dann auch international vergleichen kann, bei 680 Milliarden, in Deutschland bei 3680 Milliarden, also 3,68 Billionen und in Österreich 416 Milliarden, also starke Volkswirtschaften, die im Moment im Rückgang sind. Was noch dazu kommt, ist, dass diese Krise natürlich weltumspannend ist. Jedes Land ist davon betroffen. Das heißt, selbst wenn ein Land relativ gut durch die Krise kommt, kann es natürlich sein, dass die Nachfrage eines anderen Landes, nehmen wir mal an, Deutschland exportiert beispielsweise Autos in die USA. Wenn es jetzt den USA schlecht geht wirtschaftlich, dann wird auch Deutschland das spüren, weil sie natürlich weniger Autos nach Amerika exportieren können. Also Sie sehen, das Ganze steckt sich gegenseitig an. Es kommt also darauf an, wie die Welt mit dem Ganzen umgeht. Auch das ist wieder speziell jetzt. Was kann der Staat tun, um im wenigsten mal das eigene Land ein bisschen auf Vordermann zu bringen oder zumindest diese Wirtschaftskrise abzufedern? Meiner Meinung nach kann sie bei der fallenden Nachfrage ein bisschen Einfluss nehmen. Wir kannten beispielsweise vor, das ist jetzt mittlerweile fast 10 Jahren her, die Abwrackprämie in Deutschland. Das heißt, wenn Sie Ihr Auto verschrotten ließen und dafür ein neues kauften, bekamen Sie 3000 Euro Prämie. Das ist ein Instrument, das sich tatsächlich bewährt hat. War damals neu. Man kann aber auch mit den Zinsen arbeiten und die Geldmenge steuern, also die Nationalbank oder die Europäische Zentralbank, jetzt im Fall von Deutschland und Österreich, können die Geldmenge erhöhen, indem sie den Leitzins senken und Nothilfekredite vergeben. Dazu mehr nächste Woche, unbedingt den Kanal abonnieren, weil dann bekommen Sie dieses Video nachher sofort. Dann kann man aber auch bei Bankrotten eingreifen und allenfalls gewisse Firmen mit Hilfszahlungen unterstützen, zum Beispiel eine Fluggesellschaft oder andere wichtige Industriezweige oder diese allenfalls sogar verstaatlichen, das heißt, der Staat kauft diese Firma auf und führt sie nachher selber. Das ist aber eine sehr radikale Maßnahme und wurde bis jetzt noch nicht in Erwägung gezogen. Und dann kann man vor allem bei den Entlassungen ganz viel machen. Die Kurzarbeit wird auch nächste Woche noch erklärt, vertieft. Sehr wichtiges Instrument. Dann aber auch Taggelder für selbstständig Erwerbende, Arbeitslosengelder, Renten, die man anpassen kann, allenfalls Umschulungen, falls jetzt eine Industrie nicht mehr so gut läuft, dass man dann die Mitarbeiter umschult oder zumindest eine Umschulung vermittelt oder bezahlt, je nachdem, damit dann diese dort sich wieder beruflich entfalten. Und als letztes Auffangnetz dann die Sozialhilfe, die kann dann helfen, das schlimmste Elend zumindest zu verhindern. Das heißt, dass man dann wirklich die Existenzbedürfnisse dieser Personen wenigstens decken kann. Was sind die aktuellen Kosten der aktuellen Maßnahmen und der Problematik mit dem Coronavirus? Nur schon
Durch den teilweisen Lockdown, also die Stilllegung des öffentlichen Lebens, entgehen der Schweiz etwa 6 Milliarden Schweizer Franken, also das ist auch der entsprechende Betrag in US-Dollar an Wirtschaftsleistung. Zusätzlich sind über 500.000 Arbeitsstellen im Moment mit Kurzarbeit angemeldet. Es wurden bereits Tausende von Hilfskrediten vergeben. Es gibt an der Wirtschaft aber auch noch Schäden, die langfristig sind. Und die werden wahrscheinlich noch teurer sein, auf den Tag runtergebrochen, als was uns diese aktuellen Maßnahmen bei der Stilllegung des ganzen gesellschaftlichen Lebens überhaupt kosten. Und was ganz speziell ist, jedes Land der Welt ist davon betroffen. Wenn wir uns das anschauen, 2008, die letzte größere Finanzkrise, die war nur von den USA ausgegangen, weil die USA einen Einbruch in der Nachfrage hatte, aus Gründen, auf die wir sicher mal eingehen werden. Jetzt ist aber jedes Land davon betroffen. Jetzt stellen Sie sich vor, Deutschland exportiert in verschiedene Länder der Welt Autos und all diese Länder haben im Moment auch eine Wirtschaftskrise, also die Nachfrage nach diesen Autos wird natürlich auch sinken. Also indirekt ist eben Deutschland auch durch die Krisen in anderen Ländern betroffen und so auch die Schweiz, Österreich und jedes Land, das Handel mit anderen Ländern treibt. Also sehen, im Moment haben wir ein sehr großes Problem, eine Situation, wie wir sie wirtschaftlich schon sehr lange nicht mehr angetroffen haben. Also Sie haben jetzt in diesem Lehrvideo gesehen, wir sind im Moment wirklich in einer tiefen Krise drin und der Staat hat verschiedene Instrumente, da aber auch wieder rauszukommen. Man kann also sagen, die Krise ist bisher beispiellos, trotzdem gibt es aber verschiedene Möglichkeiten da rauszufinden. Wenn man von 12 Monaten Rezession spricht, also 12 Monate negatives BIP-Wachstum, also negatives Wirtschaftswachstum, dann spricht man von einer Depression. Leider sind die Vorzeichen im Moment schlecht, das heißt, es kann gut sein, dass man dann irgendwann von einer Depression spricht. Im Moment wird vor allem versucht, durch Kurzarbeit und durch Hilfskredite das Ganze abzufedern. Wir werden vor allem nächste Woche das dann noch viel mehr vertiefen, genau diese Instrumente, Kurzarbeit, Hilfskredite und auch die Leitzinsen. Und wir werden verschiedene Staaten, unter anderem eben auch die Schweiz, Österreich und Deutschland miteinander vergleichen und schauen, wie gut sind diese Länder aufgestellt jetzt für diese Krise. Wir werden das dann auch noch mit anderen Ländern vergleichen. Ich danke Ihnen ganz vielmals für die Aufmerksamkeit, noch einmal für die netten Zuschriften, die ich erhalten habe. Wenn Ihnen dieser Kanal gefällt, dann geben Sie doch bitte einen Daumen hoch, einen Like-Button also. Und noch besser wäre es natürlich, wenn Sie gleich den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen so einschalten, dass Sie nämlich sofort informiert werden, wenn es einen neuen Upload gibt. Das wird dann nächste Woche vermutlich soweit sein. In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und all Ihren Bekannten und so weiter schöne Ostertage. Ich weiß, diesmal etwas speziell. Bleiben Sie zu Hause. Noch einmal, die Wirtschaft hat im Moment einen extrem hohen Preis, die sie bezahlt für diese Maßnahmen. Schauen Sie, dass diese Maßnahmen sich jetzt auch wirklich auszahlen, aber trotzdem genießen Sie die Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.